Willkommen zu unserem heutigen kleinen Rundgang zum Thema Sukkulenten im Glas. Ich werde heute 3 sukkulente Pflanzen vorstellen, die man in Form von einem Getränk verwenden und geniessen kann. Die erste von diesen Pflanzen stammt aus der Gattung Agave. Agave könnten zum Beispiel so aussehen wie die hier. Es ist eine Verwandtschaft, die vor allem in Mexiko daheim ist, einzelne Arten aber auch in den südlichen USA, Mittelamerika und nördlich Südamerika. Insgesamt gibt es etwa 300 verschiedene Arten. Bekannt ist die Gattung Agave einerseits als Lieferant der Sisal-Fasern. Das hier hinten, das wäre eine Sisal-Agave. Und andererseits eben auch als Lieferant vom Tequila. Und das hier wäre unsere Tequila-Agave. Das ist noch eine Jungpflanze. Ausgewachsene Pflanzen werden 2 bis 2,5 Meter im Durchmesser. Schon vor über 2000 Jahren haben die einheimischen Volksgruppen in den südlichen USA und in Mexiko entdeckt, dass man junge Blütentriebe, aber auch die Basis der Blätter und überhaupt das Rosettenzentrum und den kurzen Stamm der Pflanze essen kann, wenn man es vorher rösten oder kochen. Und irgendwann haben sie entdeckt, dass man aus diesen blühbereiten Rosetten auch einen süßen Saft gewinnen kann. Dazu muss man die innersten Blätter der Rosette entfernen. Es entsteht eine Höhlung und aus dieser Höhlung kann man nachher den süßen Saft rausschöpfen. Der süße Saft heisst heutzutage auf Spanisch Aguamiel, also Honigwasser. Bei einer grossen Agavenrosette kann man über etwa 4 Monate bis vielleicht sogar 6 Monate jeden Tag 4 bis 5 Liter von dem Honigwasser rausschöpfen. Und das kann man natürlich so trinken, gerade wie es ist. Es wäre so eine Art Süßmost im Vergleich. Wenn man eine längere Zeit stehen lässt, nach ein paar Tagen fängt er spontan an zu gären. Und dann gibt es eine Art Bier daraus, das dann Pulque genannt wird. Und das ist ein Getränk, das in Mexiko auch heute noch eine Rolle spielt. Man kann es kaufen, so wie bei uns Bier in der Dose. Also gewissermaßen Agavenbier. Der süße Saft, das Honigwasser, das kann man natürlich auch einkochen. Eindicken lassen, verdunsten lassen, Teil, und dann gibt es eine dicke Flüssigkeit, Agave, Dicksaft, kann man heute auch bei uns kaufen. Als Zuckerersatz wird der sehr propagiert, besteht aber natürlich genauso aus Zucker. Ich da so ein bisschen probieren. Ja, das ist sehr, sehr süß. Nicht sehr viel Eigengeschmack, so ein bisschen Karamellnoten, ähnlich wie bei uns der Birnel, also der Birnendicksaft, den wir aus dem Birnenmost herstellen lassen. Wenn man einen Pulque nimmt, also so ein Agavenbier, dann kann man aus dem natürlich auch Schnaps gewinnen. Die Technik vom Brennen, also von der Herstellung von Alkohol, ist der ursprünglichen Volksgruppe in der Neuen Welt unbekannt gewesen. Erst die Spanier haben das mitgebracht bei der Eroberung von der Neuen Welt. Und wenn man dann den Agavensaft, also den vergorenen Agavensaft brennt, dann gibt es einen Alkohol, ähnlich wie bei uns zum Beispiel der Kirsch. Und das kann man aus vielen verschiedenen Agaven machen und der Agavenschnaps, der heisst dann Mezcal. Wenn man Tequila herstellen will, dann muss man eine ganz bestimmte Agave nehmen, nämlich eben Tequila-Agave. Und die Tequila-Agave, die wird in riesigen Plantagen angebaut, Millionen von Pflanzen, Hunderttausende von Hektaren. Für die Gewinnung vom Rohmaterial geht man ein bisschen anders vor. Man gewinnt nicht das Honigwasser, sondern man nimmt die ganzen Rosetten. Wenn man eine ausgewachsene Pflanze hat, dann tut man mit speziellen Werkzeugen die einzelnen Blätter an der Rosette abschneiden. Und es entsteht am Schluss eine Art Kopf, eine Kugel mit den Narben der abgeschnittenen Blätter. So ein bisschen wie eine überdimensionierte Ananas. Und so heissen die Köpfe auch Piñas. Das ist der spanische Name für Ananas. Die sind zwischen 25 und 50 Kilo schwer und werden dann zu Hunderten in die Tequila-Fabriken gefahren. Dort werden sie zuerst geröstet, so bei 65 bis 80 Grad. Während mehrerer Stunden, bis zu 36 Stunden, werden sie geröstet und nachher gemahlen. Es gibt eine Flüssigkeit, eine dicke, die man dann spontan gären lässt. Und nachher wird die Flüssigkeit destilliert und als Resultat davon haben wir nachher eben den Tequila, den Agavenschnaps, wo man heute eigentlich in fast allen Läden auch kaufen kann. Es gibt ganz unterschiedlichste Qualitäten, so wie das bei unseren Schnaps auch der Fall ist.
Trinken kann man den pur, also einfach so einen Schluck gewissermaßen. In Mexiko nimmt man meistens noch eine Prise Salz dazu und ein Zitronenschnitzli. Und selbstverständlich kann man Tequila auch brauchen, um Drinks herzustellen. Der bekannteste ist sicher Margarita. Da hat es Limettensaft drin, Orangenlikör und eben Tequila. Und das ist natürlich eine wunderschöne Sache, um einen lauen Sommerabend ausklingen zu lassen mit der Margarita. Und dann denkt niemand mehr an Tequila-Agave, so wie sie da nebendran steht. Die zweite Pflanze, die ich heute vorstellen möchte, ist die echte Heil-Aloe, Aloe Vera. Das ist diese Pflanze hier. Die Gattung Aloe umfasst ungefähr 600 verschiedene Arten. Die meisten davon sind in Afrika daheim, ein paar wenige auch auf der arabischen Halbinsel und eine rechte Auswahl gibt es noch auf Madagaskar. Die Aloe Vera die wird seit alters her genutzt und auch kultiviert. Schon so lange, dass man heute gar nicht mehr genau weiss, wo sie ursprünglich daheim war. Vermutlich stammt sie aber von der arabischen Halbinsel, weil ihre nächsten Verwandten, die Aloe officinalis, die ist in Saudi-Arabien und in Jemen daheim. Die Aloe officinalis blüht allerdings im Gegensatz zu der Aloe Vera so orange-gel. Die Aloe Vera hat die rein gelbe Blütenfarbe. Die Aloe Vera gehört, wie gesagt, zu den Heilpflanzen, die man schon sehr, sehr lange nutzt. Sie ist auch abgebildet im ältesten noch erhaltenen griechischen Kräuterbuch, Materia Medica von Dioskurides, das im Jahr 512 gezeichnet und geschrieben worden ist. Die Aloe Vera wird ganz unterschiedlich genutzt. Es gibt auch noch ein paar andere Aloe-Arten, die man auch nutzen kann. Man muss aber auch ein bisschen aufpassen, weil es gibt auch ein paar tödlich giftige Aloe-Arten, vor allem in Ostafrika. Traditionell hat man die Aloe Vera genutzt als Mittel zur Blutreinigung. Das ist eine Umschreibung für Abführmittel. Und das ist auch eine gut beleitete Nutzmöglichkeit. Auch heute noch ist es so, dass Aloe Vera-Extrakt in vielen pflanzlichen Abführmitteln ein Teil ist. Eine weitere Nutzung von Aloe Vera, die gut beleidigt ist die Verwendung von aufgeschnittenen Blättern als Wundpflaster, bei Sonnenbrand zum Beispiel oder einfachen kleineren Verletzungen. Seit der Mitte des letzten Jahrhunderts ist eine ganz neue Verwendung dazugekommen, nämlich die Verwendung von Blattsaft als wahrer Gesundbrunnen zur Heilung von allen möglichen und unmöglichen Gebresten. Und dank geschicktem Marketing ist das heute ein 100 Millionen Franken Geschäft jedes Jahr. Für die Herstellung von diesem Blattsaft wird Aloe Vera in grossen Plantagen angebaut. Nicht dort, wo sie ursprünglich herkommt, sondern zum Beispiel in Costa Rica oder in Mexiko oder auch auf den Kanarischen Inseln. Zur Gewinnung des Blattsaft tut man die Blätter von der kultivierten Pflanze ernten. Man schneidet sie ab oder reißt sie ab. Und so sieht dann so ein ganzes Blatt aus. Verwendet tut man das Blattinnere. Und zwar der Teil, den man hier sieht, der sukkulente Wasserspeicher, der ist in dem Sinn problemlos zu messen. Wo man aber ein bisschen aufpassen muss, das ist, wenn da noch so ein bisschen gelber Saft austritt, das ist der Teil vom Aloeblatt, der abführend wirkt. Zur Herstellung des Blattsaft werden die Blätter gewissermaßen filettiert, industriell. Da sind Maschinen entwickelt worden, die den äußeren Teil hier abschneiden. Und unten natürlich auch. Und übrig bleiben tut dann eben gewissermaßen das Filet. Also das Teil hier. Das ist sehr schleimig, schleimhaltig und besteht zu vermutlich fast 100% aus Wasser. Es ist eben der Wasserspeicher von dem sukkulenten Blatt. Und das Filet, das wird dann ausgepresst. Der Blattsaft, der dabei entsteht, der wird gefiltert und abgefüllt. Vielleicht noch ein bisschen mit Zitronensaft oder Zitronensäure versehen und dann nachher ist der Heiltrank schon fertig. Und so kommt das nachher auf den Markt. Aloe Vera Saft. Den soll man geniessen, jeden Tag. Irgendwie 2 oder 3 oder 4 Esslöffel, pur oder mit ein bisschen Wasser verdünnt. Und das soll also dann praktisch alle Gebresten auch heilen. Es soll sehr gesund sein. Blutreinigung vielleicht auch noch. Ich hoffe nicht allzu fest. Ja, Genuss ist anders, würde ich sagen. Aber wenn es für eine gute Heilung ist, wieso nicht? Dann stehen wir bei der dritten Sukkulenten, die man aus dem Glas geniessen kann und die ich heute vorstellen möchte. Es geht um diese Pflanze hier. Das ist der afrikanische Baobab oder Affenbrotbaum. Baobab
Genau, das ist die Pflanze, die Sie vielleicht kennen vom Französischunterricht, von Saint-Exupéry in seiner Geschichte «Le Petit Prince», wo der Baobab ganz eine prominente Rolle spielt. Der afrikanische Baobab ist in Afrika recht weit verbreitet, südlichen und östlichen Afrika bis weit gegen die Sahara zu. Ist ein weit verbreiteter, massiv gross werdender Baum. Ausgewachsene Stämme können 5 Meter Durchmesser erreichen, also mehr als unser Gewächshaus hier breit ist. Die Bäume können bis 20 Meter hoch werden. Und da ist unser Exemplar natürlich schon noch eher ein klägliches. Es ist 1968 zu uns gekommen. Leider wissen wir nicht, ob als Sämling oder als Samen. Aber seit 1968 ist es eben das, was die Pflanze bei uns da gewachsen ist. Und es ist auch gut, dass sie langsam wächst, weil sonst hätte sie ja keinen Platz im Gewächshaus. Der afrikanische Affenbrotbaum kann sehr, sehr alt werden. Die ältesten gemessenen Exemplare im nördlichen Südafrika sind 1835 Jahre alt. Also man hat das Holz entsprechend angeschaut. Und viele der grossen Exemplare sind sicher mehrere hundert bis vielleicht leicht über 1000 Jahre alt. Affenbrotbäume gibt es insgesamt 8 Arten. Eine ist in Afrika daheim, eine in Australien und die übrigen 6 in Madagaskar. Alles sind dickstämmige Bäume, eben mit wirklich ganz massiv verdickten Stämmen. Sie sind die grössten Sukkulenten überhaupt. Und das Wasser, das wird da im Stamm gespeichert. Der Stamm besteht zu über 80% aus Wasser. Und das Wasser, das wird auch eben dann gebraucht, um in der Trockenzeit Blüten und Früchte zu produzieren und auch zum Blätter austreiben, bevor wieder neue Regenfälle kommen. Und das Holz, wenn es dann trocken ist, das ist absolut leicht und ganz porös und faserig. Der Rest war eben das Wasser, das da jetzt natürlich verdunstet ist. Der Affenbrotbaum ist eine vielfältige Nutzpflanze, schon seit ursprünglichsten Zeiten. Man hat ihn zum Beispiel gebraucht als Schattenspender auf dem Dorfplatz, um Versammlungen darunter abzuhalten. Blätter kann man brauchen als Gemüse, als Spinat zum Beispiel oder als Teil von Eintöpfen von Suppe. Und für uns heute, für das Thema Sukkulenten im Glas, besonders spannend und interessant sind natürlich die Früchte. Die Früchte, das sind riesige Kapseln, die aus der Baumkrone raushängen gewissermaßen. Die können sehr unterschiedlich sein, in der Grösse recht klein oder auch allenfalls einmal ziemlich gross. Das ist sicher eines der grösseren Exemplare. Und die Früchte, die enthalten einerseits ein Fruchtfleisch, das ist da jetzt bereits schon verschwunden, und dann Samen. Und nutzen tut man einerseits Fruchtfleisch, aber auch Samen. Fruchtfleisch kann man so essen, wie es ist. Die Samen kann man rösten und sie sind sehr ölreich, oder man kann auch ein Öl daraus gewinnen. Für das Thema Sukkulenten im Glas, da ist das Fruchtfleisch spielt die Hauptrolle. Das wird im kleineren Stil für lokalen Gebrauch natürlich produziert, aber auch mittlerweile im schon fast industriellen Stil für den Export. Es wird getrocknet und pulverisiert und also Baobab-Fruchtpulver, das kann man mittlerweile auch bei uns auf dem europäischen Markt finden, in ganz unterschiedlichsten Gebinden. Und das kann man brauchen, um spannende Getränke zu machen. Man kann es ins Müsli rühren, ins Joghurt. Und es soll absolut gesund sein, auch Superfood, Genusskick. Das sind so Begriffe, die man findet, wenn man die Werbung anschaut für Baobab-Fruchtpulver. Es soll sogar auch helfen zum Abnehmen, was im Anbetracht der dicken Stämme der Bäume ja schon fast ein bisschen ein Paradox ist. Und zum Geniessen nimmt man also das Fruchtpulver und man kann es zum Beispiel auch mit Wasser anrühren, also ein Getränk daraus produzieren. Und das soll auch natürlich sehr nahrhaft sein. Es hat recht viele Kalorien, auch, sehr viel Ballaststoff. Und es soll sehr erfrischend sein, es hat viel Vitamin C drin und ich denke, so einen Drink, das haben wir jetzt auch verdient, nachdem wir am Ende von diesem Rundgang jetzt ankommen. Zum Wohl, schmeckt ganz gut. Bei anderen Produkten war das so ein bisschen fraglich, was ich heute vorgestellt habe. Wenn Ihnen das jetzt alles ein bisschen zu gesund vorkommt, dann denken Sie zurück an die erste Pflanze, die ich Ihnen vorgestellt habe, Tequila-Agave. Es muss ja nicht gerade ein Tequila sein, es könnte auch einfach ein Löffel Agavendicksaft sein. Damit sind wir ganz am Ende des heutigen Rundgang angekommen. Ich habe Ihnen 3 Pflanzen vorgestellt, die man eben als Getränk geniessen kann. Tequila-Agave, Aloe Vera und jetzt am Schluss noch der Baobab. Ich danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie in Zukunft wieder einmal dabei sind bei einem Rundgang.
Adi miteinander.